but it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. 7 weitere Monate, okay. So wegen den kurzen Mutes zwischendurch, weil der liegt momentan nicht. Meine Nase läuft echt ununterbrochen momentan, das ist richtig schlimm. Aber ich will das Spiel trotzdem weiterspielen, es ist einfach so gut. Ja, Coda. Coda geht es wohl nicht so gut, er hat wohl irgendwelche privaten Probleme, alles, Depressionen und ja. Ich meine, das kennt man vielleicht auch. Wörter. Schön zu sehen, dass sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst, sie wartet nur auf sie. Sie können mit einem Verhör beginnen, wann immer sie möchten. Ich versuche, schnell zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas Interesse zu rechnen haben. Eines noch, was Sie über die Maschine wissen sollten. Sie nennt sich Coda. Presse. Aha. Haben Sie einen Moment Zeit? Wo Sie für den Spieler herkommen? Coda, das bist du also. And of course, it's the machine. Deine Arbeit hat uns am Leben gehalten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchmacht? Was du geschaffen hast, hat uns eigentlich am Leben gehalten. Folgendes ist jetzt wichtig, du musst zu den Leuten rausgehen und dich bei ihnen entschuldigen. Du musst öffentlich zugeben, dass die Leute... Ich war so allein. Ich denke, das ist das Beste, zu werden vor. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Nein, nichts. Nein, nichts. Na gut, ich werde mich in deinem Namen bei den Menschen entschuldigen. Okay, Coda. Ich werde es tun. Sieht aus wie Pripyat. Meine Freunde. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Meine Nase läuft. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Die Maschine will nicht zugeben, dass sie... Ja, sie wird sich nicht bei uns entschuldigen. Das spielt keine Rolle, wir sind stärker als sie meint. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu lieben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lass uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Folgt mir, wir werden die Maschine zerstören. Folgt mir, wir werden alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. Ja, es ist die Frage, zerstören wir, was sie geschaffen hat, oder zerstören wir die Maschine selbst? Ja, ich denke... Zerstören die Maschine. Aber Coda, sorry. Sorry, Coda. Und hier sind wir wieder. So, und da sind wir wieder. Vor diesem riesigen Saal alleine, und jetzt haben wir eine Waffe. Haben wir diesmal etwas, auf was wir schießen sollen? Verstehe. Jetzt zerstören wir einfach alles. Alles, was Coda geschaffen hat. Oh, das sieht sich unheimlich an, was hier von Nebengeräusche kommen. So now the work is becoming self-destructive. Ja. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head.
and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. Ja. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? Ja. If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Jetzt ist schon einfach alles, jede einzelne Karte, wo bis jetzt, oder ja, Map-Karte, wo bis jetzt drauf waren, zerstören wir einfach. Und die fallen sogar runter. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. Okay. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Das ist die Maschine. Das ist Coda. Schon der zweite Pack Taschentücher, den ich öffne. Putter. Ja, runter mit der Waffe. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. Ja. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It's the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Das letzte Spiel von So Coda. let's take a look. Mal schauen, ob wir Coda helfen konnten. Ob es etwas bewirkt hat. Der Turm. Konnten wir ihm helfen aus seinen Depressionen, aus seinen Problemen, die er hatte. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Ja, hat etwas. Das ist riesig. This room actually has a maze in it. Echt jetzt? Holy shit. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay. Gute alte Source-Blöcke. Holy shit. Ist echt so kalt, unheimlich, so And to be riesig. fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever.
I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Oh, okay. Das ist nett. Es wären so viele Parts geworden. 1, oh, das stimmt sogar. 1, 5, 1, 6. Na, verdammt, ist mich vorbei. 6, 1, 7. Oh, wir haben es. Ich freue mich, ob das da jemand wirklich gleich beim ersten Mal herausgefunden hat. Super Zufall, also ein Lucky Guess. Bilderkältung. Wir sind im weiteren The Raum. switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. Ja. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Coda. Wieso? Wieso schottest du dich so ab? Muss doch nicht sein. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Ja, hat er recht. Also, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, er wollte ihm die ganze Where Zeit did I helfen. screw up? Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich I'm bitten, the reason that you mich nicht stopped mehr making anzusprechen. games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. War es wirklich so? War es nur wegen ihm? Hat ihm das mit einem I don't Mensch think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable.
Du bist dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es And durchaus möglich the ist. people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Gegen mal mit anderen zu zeigen. Die dich in Sicherheit hält. Kannst du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Wie? Haben wir diese Laternen reingesetzt? And then Dass sie you einfach so stopped. wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Sag nichts. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Das ist natürlich einerseits krass, wenn man noch so durch diese Spiele probiert, ihn zu erreichen, um ihm sorry zu sagen. Das ist natürlich schon heftig. Ich meine, die Idee, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, dass sie sich, soll ich sagen, wieder vereinen können. Das wäre natürlich nicht schlecht. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Ja, hat etwas. Also für manche Menschen ist es fast schon eine Krankheit. Die brauchen halt das einfach, diese Zuneigung, diese Aufmerksamkeit. Solution.
cooler, I wir guess if kommen. someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Vielleicht, ja. Vielleicht hat er wirklich Spaß daran gehabt, Gefängnisspiele zu machen. Und wir haben es vermasselt. Even now, Yeah. the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Das ist eine Untergrundbasis. Und was ist das? Vielleicht irgendwie so etwas wird es sein. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Ein Höhlensystem. What now? Ja, was jetzt? Was ist jetzt cooler? Fängst wieder an, Spiele zu machen. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Okay. Okay. Er probiert es wieder gut zu machen. Er probiert wieder seine Sachen zu fixen, die er falsch gemacht hat. Jetzt bin ich hier wieder nur durch eine Höhle durch. Diese, ich weiß auch nicht, diese abstrakten Karten, ich mag sie. Hier geht's ins Nichts. Ist echt irgendwie, ich muss echt sagen, das Spiel, ich bin echt gespannt, was daraus rauskommt, wenn es wirklich darum geht, dass Mikuda sich wieder, soll ich sagen, sich wieder erträgt, dass sie wieder Freunde sein können. Und dass er vielleicht auch wieder beginnt, Spiele zu programmieren, die dann vielleicht zusammen sowas machen, wie das Zenley Parable oder so etwas, ich weiß ja nicht. Ich muss echt sagen, das ist mal ein Spiel, das man ganz anderes, was man so spielt. Wirklich ist komplett anderes. Sind wir wieder hier. Da ist wieder dieser Strahl vom Anfang, wo wir uns wieder reinwerfen sollten, um wieder andere zu retten. Doch weswegen sollten wir uns dieses Mal reinwerfen? Jetzt wieder geht es ja darum, wegen der Flüstermaschine.
Lass das sein. Wird das zu Beginners Guide sein? Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden. Und wieder schweben wir durch die Welt. Durch ein riesiges Labyrinth. Das alles war ein Labyrinth. Das ganze Leben. Das Universum. Und wir schweben immer weiter nach oben. Das Universum. Sieht wunderschön aus. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. Das war es wohl mit The cave goes for miles and miles and miles. And you're so tired. Das war's wohl, die Geschichte von Kuda. But I Das war das know Spiel, that you're strong. der Beginners Guide. Und ja, ich muss echt sagen, es ist mal was ganz anderes. Also wirklich komplett anderes Spiel. Es geht darum, dass einfach jemand erreichen will. Und ich bin gespannt, ob er das mit diesem Spiel schaffen wird. Und vielleicht werden wir da mal irgendwas noch im Internet darüber lesen, wie es da jetzt ausging. Und ja, ist das Spiel vorbei? Ja, das war's wohl. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir. Also ich muss echt sagen, auch wenn es vielleicht für 9 Euro doch etwas teurer ist, aber ich meine, es hat seinen Zweck erfüllt. Ich meine, ich habe es echt toll gefunden. Ich meine, es war wirklich, wie soll ich sagen, fast schon romantisch. Ja, bin beeindruckt. Muss echt sagen, es hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn jetzt gegen das Ende erkältet war und ja, ich nicht so viel reden konnte. Schreibt doch auch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel gehalten habt. Ich bin echt gespannt auf das nächste Spiel, was es herausbringen wird. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich bin der Feuerwels. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.